knowledge of healing is like a majestic mountain. The world's great healing traditions are based on deep theoretical principles, continuous research advances, and validated clinical practices. Wissen über Heilung ist vergleichbar mit einem majestätischen Berg. Die größten Heiltraditionen der Welt basieren auf tiefgreifenden theoretischen Prinzipien, kontinuierlichen Fortschritten in der Forschung und validierten klinischen Praktiken. In this short presentation, I'm going to talk about steps that all clinicians take or should take before recommending treatment when we encounter a new patient and when we try to understand the nature of their suffering. Im Rahmen dieser kurzen Präsentation möchte ich kurz darüber sprechen, welche Schritte alle Kliniker, alle Ärzte machen sollten oder machen, um die Natur des Leidens bei einem neuen Patienten zu verstehen, bevor sie eine Behandlungsempfehlung aussprechen. But first, I want to acknowledge the hard work and the vision and the imagination of my friend and my colleague, Dr. Jens Tunnemann, and the leadership of the IATTM for making this conference possible. This conference is an important milestone in bringing knowledge about Tibetan medicine to a broader global dialogue on mental health care. Zunächst möchte ich Dr. Jens Tunnemann und der Internationalen Akademie für traditionelle tibetische Medizin Anerkennung zollen für ihre harte Arbeit und für ihre Vision und ihre Vorstellungskraft bei der Organisation dieser Konferenz. Diese Konferenz ist ein Meilenstein hinsichtlich der Berücksichtigung der TTM im weltweiten, noch größeren Dialog über psychische Gesundheitsfürsorge. So today, in this very short talk, I'm going to talk about new ways to think about the causes or meanings of mental and emotional symptoms. Ich möchte in dieser Präsentation neue Denkansätze vorstellen über die Ursachen und die Bedeutung von psychischen und emotionalen Symptomen. My goal is to argue for a model of assessment in mental health care based on a middle way between biomedicine and traditional forms of healing, including Tibetan medicine or Sowa Rigpa. Mein Ziel ist es, ein Assessment, ein Beurteilungsmodell vorzustellen für die psychische Gesundheitsfürsorge, das auf einem Mittelweg basiert. Ein Mittelweg zwischen Biomedizin und traditionellen Formen der Heilung, auch die tibetische Medizin. So what do we mean when we say assessment, and why is this important to know? Was bedeutet also Assessment, Beurteilung, und warum ist das wichtig? In the most general sense, assessment involves gathering information about a person with the goal of making a correct diagnosis and determining appropriate strategies for prevention or treatment. Im weitesten Sinne bedeutet das, dass wir Informationen sammeln über eine Person, damit wir die richtige Diagnose stellen können und somit auch die angemessenen Strategien festlegen können für Prävention und Behandlung. Accurate information about underlying causes or meanings of symptoms leads to more complete understanding of health and illness phenomena, more effective preventive or treatment approaches, and therefore better results. Eine genaue Information über die zugrunde liegenden Ursachen und die Bedeutung von Symptomen führt zu einem vollständigeren Verständnis für Gesundheits- und Krankheitsphänomene und somit auch zu einem wirksameren präventiven Ansatz und auch zu einem wirksameren Heilungs- und Behandlungsansatz und schlussendlich auch zu besseren Ergebnissen. So the goals of assessment and mental health care are similar regardless of the tradition in which healing is practiced. When seeing a new patient, the first priority is to identify or rule out a serious medical or mental health problem. That's the first priority, no matter whether you're practicing in biomedicine, Tibetan medicine, or Chinese medicine, or any other system of medicine. It's always the first priority. Die Ziele der Beurteilung des Assessments in psychischer Gesundheitsfürsorge sind unabhängig von der Heiltradition sehr ähnlich. Bei einem neuen Patienten ist die oberste Priorität die Feststellung oder der Ausschluss eines schweren medizinischen oder psychischen Gesundheitsproblems. Also unabhängig davon, ob es sich nun um tibetische Medizin handelt oder um ein anderes Medizinsystem, ist das Ziel das gleiche. Okay. Individuals who have severe symptoms should be referred to emergency services as soon as possible
And when symptoms are less severe, a careful history often provides enough valuable information. Patienten mit schwerwiegenden Symptomen sollten so schnell wie möglich in die Notaufnahme überwiesen werden. Wenn jedoch die Symptome des Patienten weniger schwerwiegend sind, dann kann eine sorgfältige Anamnese wertvolle Informationen liefern. So in the broadest sense, the goal of assessment is to use a logical and systematic approach to identify the most likely underlying causes or meanings of symptoms. Im weitesten Sinne ist das Ziel des Assessments, der Beurteilung also, einen logischen und systematischen Ansatz zu verwenden, um die wahrscheinlichsten zugrunde liegenden Ursachen festzustellen, beziehungsweise die Bedeutung der Symptome festzustellen. So, I want to briefly review contemporary approaches used to assess mental and emotional symptoms. Ich möchte kurz über moderne Ansätze sprechen, mit der wir psychische Probleme diagnostizieren. So 4 approaches are widely used to evaluate mental, emotional, or behavioral symptoms. These are structural clinical interviews, neuropsychological testing, biological test of discrete substances or markers, and finally brain scans. Es gibt hier 4 sehr bekannte Ansätze, die weit verbreitet sind und oft verwendet werden. Das wäre erstens das strukturierte klinische Gespräch, das Patientengespräch, dann zweitens das formale neuropsychologische Testverfahren, drittens biologische Tests von diskreten Substanzen und Markers und viertens Gehirnscans. And these assessment techniques provide a great deal of valuable information, however, they're also very limited. Wir können über diese Techniken viel wertvolle Information erlangen, doch diese Techniken haben auch ihre Grenzen. Conventional assessment approaches are sometimes based on outdated research evidence. While conventional approaches explain some symptoms, some causes and meanings of certain symptoms, they may not adequately explain different kinds of symptoms, especially when they're complex. Das Problem ist, dass konventionelle Beurteilungs-Assessment-Methoden teilweise auf bereits überholten Forschungsergebnissen basieren. Mit konventionellen Assessment-Methoden können bestimmte Symptome sehr gut diagnostiziert und festgestellt werden, andere jedoch nicht, insbesondere wenn es sich um eine komplexe Erkrankung handelt. And at a conceptual level, approaches used in biomedical assessment are limited by assumptions on which they are based, namely that health and illness can be explained adequately in relationship to physical or biological processes according to contemporary Western science. Die konzeptionelle Grenze ist, dass diese Techniken auf Annahmen beruhen und dass diese Annahme ist, dass Gesundheit und Krankheit stets im Verhältnis zu physikalischen oder biologischen Prozessen gemäß der modernen Wissenschaft erklärt werden können. However, in fact, from the point of view of Western science and psychiatry, there is still no consensus about a best model of the causes of mental illness. All that we can claim is that different healing traditions see health and illness phenomena with respect to different assumptions about the nature of reality in their own context. Es besteht in der westlichen Medizin kein Konsens über das beste Modell, über die Ursachen von psychischen Erkrankungen. Der einzige Anspruch, der erhoben werden kann, ist, dass unterschiedliche Heiltraditionen Gesundheit und Krankheit auch stets im Hinblick auf unterschiedliche Annahmen über die Art der Realität sehen. So there are 3 broad approaches that are used to assess or find out about the causes or meanings of mental health problems that are currently outside of the biomedical techniques. Some of these overlap with, but they go beyond existing conventionally used techniques. Es gibt 3 nicht konventionelle Ansätze außerhalb der biomedizinischen Ansätze. Teilweise gibt es Überschneidungen, doch diese Ansätze, diese 3, die ich jetzt dann anführen werde, gehen über die konventionellen Ansätze hinaus. So the first category involves the analysis of biological substances, including the urine or blood,
This is a central part of assessment in both biomedicine and many traditional forms of healing, including Tibetan medicine and Chinese medicine. However, different systems of medicine look for different kinds of biological factors. Die erste Kategorie ist die Untersuchung von biologischen Substanzen. Darunter fällt zum Beispiel die Untersuchung des Blutes oder des Urins. Diese Art von Untersuchung gibt es sowohl in der Biomedizin als auch in traditionellen Medizinsystemen, wie zum Beispiel der TTM. Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass je nach Medizinsystem andere biologische Bestandteile zumindest teilweise untersucht werden. And there's an emerging area in biomedicine called functional medicine that involves the measurement of specific amino acids that may be very useful markers for understanding the causes of mood disorders or predicting response to conventional or non-conventional treatment. Um nur ein Beispiel zu nennen für eine biologische Komponente, die in manchen Systemen, zum Beispiel in unserem westlichen System schon untersucht wird. Es gibt diese neue aufsteigende Tendenz der funktionellen Medizin. Das bedeutet, dass spezielle Aminosäuren gemessen werden, die vielleicht als Indikatoren für affektive Störungen und auf die Reaktion des Patienten auf die Behandlung hinweisen können. Okay. The second category of assessment involves measurement of well-described forms of energy or information. For example, the electrical or biomagnetic activity of the brain or heart. Die zweite Kategorie umfasst die Messung von gut beschriebenen Formen der Energie, wie zum Beispiel die elektrische oder biomagnetische Aktivität unseres Gehirns oder unseres Herzens. The third kind of assessment tries to detect postulated kinds of subtle energy or information that many healing traditions, including Tibetan medicine, think play a critical role in both health and illness. Die dritte Art von Beurteilung versucht, feinstoffliche, subtile Energien oder Informationen festzustellen. Insbesondere die tibetische Medizin, die Homöopathie und die chinesische Medizin sind der Meinung, dass diese subtilen Energien eine besondere zentrale Rolle in der Gesundheit und Krankheit spielen. So, after conventional assessment has been tried, and the causes or meanings of symptoms remain unclear, it may be helpful to refer your patient to a skilled traditional healer to provide additional information about so-called subtle or energetic or spiritual factors that are not addressed by the current model of biomedicine and that may manifest as illness or may interfere with response to treatment. Das bedeutet also, wenn die konventionellen Bewertungsmethoden keine Ursachen offenlegen konnten, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn Sie Ihren Patienten an einen qualifizierten und ausgebildeten traditionellen Heilpraktiker überweisen, der vielleicht wertvolle Informationen über die Natur dieser sogenannten subtilen Energien und energetischen Energien liefern kann. Okay. Examples of these include homeopathic physicians, practitioners of the major Asian healing traditions, including Tibetan medicine, Ayurveda, Chinese medicine, as well as people who don't have a real category that they belong to, who are energy healers, use prayer, other forms of intentional healing, like Reiki or healing touch. While valuable traditional assessment approaches are also limited in the information they can provide. In other words, both the conventional assessment approaches are limited by certain kinds of problems that are inherent to those techniques, and the approaches used in assessment in traditional healing forms like Tibetan medicine and Chinese medicine are also limited. Beispiele dafür sind zum Beispiel etwa homöopathische Ärzte, Praktizierende der größten asiatischen Heiltraditionen, wie etwa die tibetische Medizin, Ayurveda und die chinesische Medizin, aber auch Personen, die man nicht wirklich einer Kategorie zuordnen kann. Das sind sogenannte Energieheiler, die etwa mit Gebeten heilen. Ein Beispiel wäre Reiki. Auch die... Just a moment. Ich möchte jetzt noch kurz darauf hinweisen, dass beide Medizinsysteme, große Medizinsysteme, die konventionellen Medizinsysteme
und die traditionellen Medizinsysteme ihre Grenzen haben. Beide können wichtige und wertvolle Informationen liefern, beide haben jedoch auch ihre Grenzen. So I'm remembering German philosophy and how long it takes to explain concepts. Sorry. Heidegger. Ich erinnere Kant. mich an die No, no, deutsche it's fine. Philosophie und wie lange es manchmal braucht, auf Deutsch Konzepte zu erklären. Excuse me. Entschuldigung. So, Ein Scherz. examples include, we get to the point of integrative assessment, which is really a middle way between the biomedical model and traditional forms of healing, which by definition are forms of healing outside of conventional biomedicine. The idea is that the integrated model starts from the biomedical model and it expands from that, taking into account all the valuable information from the whole range of techniques from traditional healing methods. Kommen wir nun zum integrativen Modell. Das ist wirklich der Mittelweg zwischen Biomedizin und traditionellen Medizinen. Es geht immer von der Biomedizin aus und weitet sich dann aus und berücksichtigt alle wertvollen Methoden und Informationen, die traditionelle Medizinsysteme liefern. So, according to the integrative approach, the combined approach, you look at biological, psychological, social, cultural factors that are described in the conventional model, but you also look at ideas from traditional healing approaches, including Chinese medicine and Tibetan medicine, to see what a value you can find that can clarify the causes or meanings of symptoms when they're not clear in the Western biomedical practice, and they're often not clear. Also takes into account the latest findings from consciousness research and physics, including new theories about the role of consciousness in healing, including quantum mechanics, biomagnetic fields, and how biomagnetic fields affect brain function. And also ideas that come from the subtle or spiritual energy research that is being done, and there's a great deal of that going on. Dieser gemeinsame integrative Ansatz, der kombinierte Ansatz, berücksichtigt einerseits die biologischen, psychologischen und kulturellen Faktoren, die die Biomedizin bereits klargestellt hat, aber auch Ideen der traditionellen Medizinsysteme. Wenn zum Beispiel Symptome gemäß dem biomedizinischen System nicht klar sind. Und das ist oft der Fall. Außerdem werden auch Ergebnisse aus der neuesten Bewusstseinsforschung sowie diese subtilen Energien, die derzeit auch stark erforscht wird, berücksichtigt. The majority of people in Western countries who have a medical or mental health problem get their treatment from both conventionally trained healthcare providers like medical doctors and others, as well as traditional healers. Der Großteil der Menschen in der westlichen Welt, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, werden sowohl von konventionellen Ärzten als auch von traditionellen Ärzten behandelt. So finding a middle way between conventional biomedicine and traditional forms of healing acknowledges that both approaches are really used together. The way people get their medical and their mental health care acknowledges that both of these methods are used together all the time. Es ist also wichtig, diesen Mittelweg zu gehen zwischen Biomedizin, der konventionellen Medizin und den traditionellen Medizinsystemen. This perspective avoids polarization between healing approaches that are different but may be equally valid and beneficial to the patient, bridging the gap between biomedicine and conventional forms of healing. So kann eine Polarisierung zwischen diesen beiden Systemen vermieden werden, dem konventionellen und dem traditionellen, und die Lücke geschlossen werden. So this middle way conversation between conventionally trained professionals and traditional healers provides the foundations of integrated medicine and integrated mental health care, inviting productive coexistence or productive cooperation between different paradigms, as Dr. Toneman mentioned. Diese Diskussion über den Mittelweg ist auch die Diskussion der integrativen Medizin und sie schafft Raum für die produktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Heilsystemen. So I want to talk very briefly about some general conceptual benefits of integrative assessment.
Ich möchte, Integrative assessment invites new ways of thinking about fundamental ideas that contribute to our understanding of health and illness, including the nature of life, the nature of space-time, and the nature of human consciousness. So it addresses very basic issues. ich möchte nun kurz über die konzeptionellen Vorteile sprechen dieses integrativen Ansatzes. Es schafft ein Verständnis für die Krankheit und auch für Gesundheit. And this perspective also provides a broader framework for interpreting symptoms that may point to treatments that will more likely be effective, resulting in better outcomes. Außerdem wird somit ein größerer Rahmen geschaffen für die Interpretation und Auslegung von Symptomen und somit kann eine bessere Behandlung gewährleistet werden. So on a practical side, the integrative approach may point to causes of symptoms that were missed or remain unclear following strictly conventional diagnosis or strictly traditional diagnosis. Das bedeutet, mit dem integrativen Ansatz können Ursachen von Krankheiten noch geklärt werden, die rein mit dem biomedizinischen Ansatz nicht geklärt werden konnten. So trying new approaches, either on the conventional side or the traditional healing side, might provide very valuable information about biological, somatic, energy, or spiritual causes or meanings of symptoms that were missed in the initial limited assessment using biomedical techniques only or techniques from traditional healing only. Das bedeutet also, dass dieser neue Ansatz, der integrative Ansatz, dazu führen kann, dass biologische, psychologische und somatische Ursachen einer Krankheit festgestellt werden können, die dem rein biomedizinischen Modell entgangen sind. So again, becoming more practical now, when thinking about selecting assessment methods, it's very important to take into account the research evidence that supports both the conventional and the traditional healing approaches in assessment. Wichtig bei der Wahl der Assessment-Methode ist die Berücksichtigung von Forschungsergebnissen. Forschungsergebnisse sowohl über die konventionelle als auch über die traditionelle Medizin. It's also very important at a very practical level to consider your own experience as a clinician or healer, and also to consider the cost of the assessment approach, whether it's affordable to your patient, whether it's available where your patient lives. You might know of a very, very strong assessment approach to find out about the causes of depression. Maybe it's not there from the conventional workup. But if your patient cannot afford it, or you don't have someone who lives where the patient can get that test done, then it will not be helpful to the patient. Wichtig ist, dass Sie bei der Wahl der Assessment-Methode auch Ihre eigene Erfahrung als Arzt mit einfließen lassen und dass Sie berücksichtigen, ob die gewählte, gewünschte Methode leistbar ist für Ihren Patienten. Angenommen zum Beispiel, Sie haben eine Methode, die perfekt wäre für die Findung der Ursache bei einer Depression, doch der Ort, an dem der Patient lebt, dort wird diese Methode nicht angeboten, beziehungsweise sie ist nicht leistbar. And finally, it's very important to keep in mind that assessment methods that are not supported by very strong evidence, less substantiated approaches, may result in an incorrect diagnosis and delayed treatments, or result in the wrong kind of treatment. And that's true on both the conventional biomedical side as well as the side from traditional healing assessment approaches. Sowohl für biomedizinische als auch für die traditionellen Methoden gilt, dass es wichtig ist, dass die Assessment-Methoden auf Forschungsergebnissen beruhen. Denn sonst kann es häufig zu einer Fehldiagnose und in der Folge auch zu einer falschen Behandlung kommen. So, what is an important take-home message from this very short talk? There are many valid ways to know about health, healing, and the causes of illness and the causes of conditions that result in improved health. Was sollten Sie also mit nach Hause nehmen von diesem Vortrag? Es gibt viele zulässige Arten des Wissens über Gesundheit und Krankheit. The way used in biomedicine is very valid and very strong, and the way used in Tibetan medicine is also very valid and very strong. They're just different. Die Ansätze der Biomedizin und der tibetischen Medizin
sind beide gleichermaßen zulässig. Sie sind einfach ganz unterschiedlich. Different approaches used in different healing traditions start from different philosophical assumptions, so they get to different conclusions. When evaluating a patient, it's important to start from their unique background, their unique symptoms, their unique preferences, and also their limitations in terms of what they can afford, what they're open to trying. Die unterschiedlichen Ansätze beruhen auf einer unterschiedlichen Philosophie und gelangen deswegen auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Bei einem Patienten ist es besonders wichtig, dass man von ihrem einzigartigen Hintergrund ausgeht, von ihren individuellen Symptomen, Vorlieben und ihren persönlichen Grenzen. And finally, just to repeat two things I said earlier, it's very important for you as a clinician to remain open to new ways of seeing illness phenomena, new ways of understanding illness phenomena that may be informed by your own training or by another paradigm outside of your training. And it's also important to know when and how to refer a patient for more specialized assessment when your own skill cannot get to a clear answer. Ich möchte noch zwei wichtige Aspekte wiederholen, die ich bereits gesagt habe. Es ist wichtig, dass Sie als behandelnde Ärzte oder Praktizierende immer offen sind für neue Wege, für die Wahrnehmung von Symptomen, sei es nun innerhalb Ihrer persönlichen Ausbildung als Mediziner oder auch außerhalb, für die Wahrnehmung von anderen Paradigmen. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass Sie auch Ihre Grenzen erkennen müssen und wissen müssen, wann es notwendig ist, einen Patienten weiter zu verweisen an jemanden, der auf etwas anderes spezialisiert ist. So I want to make a very few brief closing remarks about Tibetan medicine, Sowa Rigpa, and put it in context of this general conversation. Noch einige kurze Abschlussbemerkungen über Sowa Rigpa, die traditionelle tibetische Medizin. Because of its very deep philosophical and spiritual foundations, Sowa Rigpa embodies a unique paradigm, a beautiful and unique paradigm that invites cooperation and open dialogue with Western biomedicine and other ways of knowing about healing. Aufgrund der tiefen philosophischen und spirituellen Basis der traditionellen tibetischen Medizin kann ich sagen, dass diese offen ist für die Zusammenarbeit und für den Dialog, insbesondere auch mit der westlichen Medizin. And as Dr. Nida explained very eloquently a few hours ago, the knowledge of healing, Sowa Rigpa, has a unique place in the world healing traditions because it rests on profound Buddhist traditions and principles, particularly the principle of interdependent or interrelated nature of phenomena, the Tombra. Wie Dr. Nida bereits vor einigen Stunden erklärt hat, ist dieses Wissen über die Heilung Sowa Rigpa besonders wichtig, da es auf dem buddhistischen Prinzip beruht und das insbesondere bedeutet, dass die Phänomene gegenseitig voneinander abhängig sind und miteinander verbunden sind. So this idea, Timbrel, I may not be pronouncing that correctly, it's central to Tibetan medicine, to understanding basic concepts from Sowa Rigpa, and acknowledges diverse ways of seeing health, of understanding root causes and meanings of illness, and also invites integration, as Dr. Nida alluded this morning, between theories and practitioners from different healing traditions. Dieses Prinzip Ritten, das ich jetzt wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen habe, ich möchte mich entschuldigen, das erkennt die Integration an, dass es möglich ist, sich auszutauschen zwischen verschiedenen Theorien von verschiedenen Medizinsystemen. So, I think I want to mention that Florian and I did not compare our slides, and we did not know we used the same slide, the same background, and we didn't know that we both had a picture of the Potala on the last slide. It's a wonderful coincidence, so I'm very happy to have that connection with you. Another one. It's amazing. Ich möchte kurz sagen, dass Florian und ich uns nicht abgesprochen haben. Wir haben nicht abgestimmt, dass wir den gleichen Hintergrund haben bei unserer PowerPoint-Präsentation und dass wir auch die gleiche letzte
PowerPoint-Folie haben. Aber es ist ein wunderbarer Zufall. Das zeigt, wie sehr wir miteinander verbunden sind. Biomedicine is a very strong paradigm. It exists. It will continue to exist. Sowa Rigpa, Tibetan medicine, is a very strong paradigm, very powerful. It will continue to exist. This conference is really an important step, I believe a critical step, toward coexistence of biomedicine and traditional Tibetan medicine with mutually beneficial goals of developing evidence-based treatment guidelines aimed at alleviating human suffering and setting research priorities. Sowohl die Biomedizin als auch Sowa Rigpa, TTM, sind sehr starke Paradigmen. Sie werden auch weiterhin existieren und Bestand haben. Diese Konferenz sehe ich als wichtigen Schritt hin zu einem Nebeneinander, einer Koexistenz, vielleicht auch einem Miteinander zwischen Biomedizin und traditioneller tibetischer Medizin, mit Zielen, von denen beide Seiten profitieren, die beiden Seiten nützen. Das Ziel muss es sein, auf Forschungsergebnis basierende Behandlungsrichtlinien zu schaffen, die das menschliche Leiden lindern. So we are still at the beginning of a very long and complicated journey, but the future, I believe everyone here shares that view, the future is very bright. This is an image of the sun rising over the Potala. The sun is just coming out. Your presence here makes you a very important part of this conversation and in this dialogue. So thank you for your energy and thank you for your participation. Wir befinden uns noch am Anfang einer sehr langen Reise, doch die Zukunft ist vielversprechend. Wie Sie sehen, kommt die Sonne gerade erst hinter den Bergen hervor. Doch die Zukunft schaut schön und rosig aus. Ihre Anwesenheit hier macht Sie zu einem wichtigen Bestandteil dieses Dialoges. Vielen Dank.